und aufwendig auf den Sonntag. Aber macht das, finde ich stark. Und es gibt hier ja eine Kieler Runde auf Frequenz 1 und die treffen sich ab und zu mal und trinken einen Kaffee auf dem Sonntag zusammen. Oh, dann wird er heute, glaube ich, einen schweren Tag haben mit der Kieler Runde, weil ich denke mal, er wird den Leuten da mal so ein bisschen die Werbetrommel um die Ohren hauen für sein Gateway auf 2 Meter und versucht die Jungs da zu überzeugen. Oh, das wird ein harter Tag für ihn. Da bin ich heute Abend auf den Rapport gespannt. Ja, hier sind ja einige Funker unterwegs, die halten Gateways für nervig. Ich finde das gar nicht in Ordnung, sag ich mal, wenn man die nicht mag. Man muss die ja nicht nutzen und wir haben hier genug freie Kanäle, dass man da ausweichen kann. Denn so viel Funkbetrieb ist hier nicht, dass jetzt hier so ein Gateway, also großflächig denn hier einen Kanal belegt, sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Es sind da bei der Kieler Runde auch kaum welche, die wirklich das Gateway nutzen, wenn nicht sogar ich der Einzige bin. Aber ich gehöre auch nicht so wirklich zur Kieler Runde dazu. Also ich bin da so ein bisschen mit denen in Kontakt. Ich kenne die selber aber nicht persönlich. Ich klöne mal mit denen, bin auch da auf Frequenz 1 und schnack mal mit dem einen oder anderen. Aber Funken ist nun auch nicht so mein Haupthobby und das will ich auch nicht intensivieren. Allerdings mit dem Andi will ich mich treffen, der macht einen sehr, sehr netten Eindruck. Und wir haben da auch schon ein bisschen gewhatsappt und wollen dann eben uns auch mal in absehbarer Zeit dann mal persönlich kennenlernen. Ja, das ist ja bei einer Distanz von 30 Kilometer auch nicht wirklich das Problem. Ja, aber mit uns beiden, mit Andi und mir, das ist da schon ein bisschen schwieriger. Wir haben viel über Telefon, WhatsApp, Funk, sind da viel in Kontakt. Ja, wir sind da alle ein bisschen gleich verpeilt und aber auf eine schöne Art und Weise. Und das macht ja dann auch Spaß. Und er ist auch sehr experimentell unterwegs. Ich ja auch. Ich habe jetzt gestern Abend manchmal auf DMR gesetzt, weil das ist immer schade, wenn ich von meinem eigenen Gateway Überschläge bekomme auf meine eigene Frequenz, weil die Antennen so nah aneinander sind. Aber wenn ich dann auf Freenet-Kanal 249.0375 Funk und meinte, das Gateway ist auf 5 auf 100, brauche ich nicht versuchen, einen QSO hier in unmittelbarer Nähe zu machen. Und jetzt habe ich eine so schön weite Frequenztrennung. Und wie du siehst, hier kommt mit CMR. Ich habe gestern schon mal eine Runde gemacht. Also so 25 Kilometer komme ich mit CMR. Das ist okay, da kann ich mit leben. Ja, ich denke auch, CMR ist da schon gut. Im Grenzbereich, wenn es nachher sehr, sehr weit weg ist glaube ich schon 2 Meter ein bisschen besser noch, kriege ich noch bessere Reichweiten rein. Wir haben versucht, eine Direktverbindung aufzubauen hier von mir zu seinem Gateway von Andi. Das klappt schon fast, aber sag mal, wenn die Antenne noch ein bisschen besser steht, dann würde das wahrscheinlich schon funktionieren. Wir haben dann mal probiert, ein QSO direkt zu führen von Antenne zu Antenne über 2 Meter. Das hat geklappt, über PMR nicht wirklich. Deshalb glaube ich mal, über diese Entfernung wäre 2 Meter dann schon besser, wenn das Gateway auf 2 Meter ist. Aber ich fand das schon mal gut, dass wir hier, also wir sind bestimmt Luftlinie 30 Kilometer auseinander und konnten hier also direkt von Antenne zu Antenne miteinander sprechen. Ja, wenn die Antennensituation und die Sichtverbindung gegeben ist auf freie Fläche, dann ist das auch gar kein Problem. Also wir haben eine Station mit 40, 45 Kilometer Entfernung. Oh, die sind ein bisschen verpasst und verrauscht, aber auch das geht einwandfrei und wahrscheinlich im unteren Niederrhein wird sie jetzt nicht so kennen, aber uns ist so ein plattes Land, das ist alles sehr, sehr, sehr weitläufig. Muss eigentlich nur gucken, dass du eine gescheite Höhe kriegst und dann funktioniert das hier einwandfrei. Hattest du gerade gesagt, ihr habt plattes Land bei euch da unten? Ich dachte, wir haben hier plattes Land. Also bei uns ist das genauso platt. Also wir haben da mal zwar die eine oder andere Erhöhung, so bei Sonsbeck, da haben wir von der Eiszeit so eine Endmoräne noch. Okay, die ist 87 Meter hoch und den Kleberberg mit 93. Ja, das war's dann aber auch. Du kannst, wenn du dann auf dieser Erhöhung stehst, guckst du über den kompletten Niederrhein bis ins Ruhrgebiet bei guter Sicht und da ist gar nichts. Also das ist genauso platt wie bei euch mit 1, 2 Erhöhungen.
Und die werden natürlich von Funkern sehr gerne benutzt. Naja, dann hast du ja gute topografische Bedingungen da. So im Grunde wie hier. Ich habe hier noch das Glück, also mein Stadtteil, dieser Kieler Stadtteil ist praktisch, hat hier den höchsten Punkt von ganz Kiel. Wir sind hier so bummelig schon mal 40 Meter über normal Null und das in Kiel. Wir sind ja direkt an der Ostsee, das heißt, wenn ich Richtung Stadt war, geht es einfach nur bergab. Und die umliegenden Geländegegebenheiten sind auch ein bisschen tiefer, also mindestens so 10 Meter. Das heißt, ich habe hier mehr oder weniger freie Sicht, wobei meine Antenne, die steht auf dem Balkon, sodass ich also auch nur, ja, ich sag mal, bestimmte Bereiche hier ausstrahlen kann. Ich sag mal, nach rückwärts, wo das Haus steht, da steht das Haus vor, da geht es natürlich dann gar nicht gut. Aber gut, das ist dann eben so, die perfekten Bedingungen hat hier wirklich aber auch keiner. Aber ich muss sagen, ich bin hier in der zweiten Etage, also kann man sagen, das sind ja 6 Meter, 6,50 fängt die Antenne an und dann funktioniert das so ganz gut, muss ich sagen. Und dann bis Rendsburg finde ich das schon klasse, geht hier auch bis Neumünster. Neumünster ist noch weiter weg, da sind auch ein, zwei Stationen, die haben ihre Antenne noch viel, viel höher. Das sind dann schon 40, 45 Kilometer, das geht dann auch. Kann aber auch sein, in die falsche Richtung komme ich eben nur 5 Kilometer. Ne? Das ist dann manchmal immer der Nachteil, weil da hast du natürlich die Reflexion vom Gebäude und das haut natürlich nicht hin. Ja, schade eigentlich, ne? Ich habe meine hier auf einem Bauernhof, mein Check ist nicht bei mir zu Hause. Das ist bei mir so ein Büro in der Werkstatt und da habe ich oben am Dach nochmal einen 6-Meter-Mast drauf. Sprich, dass ich mit der Antennenspule, also mit dem Anschluss bei 12 Meter circa liege. Soll jetzt im Frühjahr noch sich ein bisschen gescheitert werden mit einem gescheiten Traversenmast, dass ich auf 18 Meter komme und dann wird sich auch die Fernhergeschichten dementsprechend erweitern können. Ja, das ist natürlich super, also auf PMR, und wenn du dann so eine tolle Antenne da aufgebaut hast mit so einem super Standort, ja, da sind ja mal locker mal 20, 25 Kilometer drin. Wir haben hier, das gibt hier ein Amateurfunkrelais auf Bunksberg. Bunksberg, das ist der Berg hier in Schleswig-Holstein. Das ist bestimmt mal, ich würde mal sagen, Richtung so 40, 45 Kilometer, 50 Kilometer entfernt, kriege ich ganz sauber rein hier. Ne? Und das ist 70 Zentimeter. Da ist die Antenne angebaut, ich meine an einem Rundfunkmast in großer Höhe, ich sag mal, was weiß ich, 50, 60, 70 Meter. Und dieser Mast steht sowieso auf dem Berg, auf dem Bunksberg. Also toller Empfang. Ja, das macht immer sehr, sehr, sehr viel aus, die Höhe, das ist wohl wahr. Gerade Sichtverbindung sowieso. Und was war das denn? Genau, auf PMR, GTX 121 Kanal, Schlag mich tot, ich weiß gar nicht, welche Rede ist aus dem Kopf. Da bekomme ich zwar schlecht, aber ich kann es bedingt manchmal hören, das Gateway vom Gräfrath. Der Gräfrath ist bei Solingen, das ist 18 Meter Luftlinie. Ja, ist schon Wahnsinn, was da möglich ist. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Das war zu schnell, Entschuldigung. Hey, ja, ich hatte gerade so ein bisschen geguckt. Ich habe gerade auf 2 Meter, hat sich gerade bei mir auch noch einer reingemeldet. Mir ist die Heizung im Check ausgefallen. Die zweite Heizkammer geht nicht an. So ein Elend, das ist kalt hier in der Butze, das ist nicht mehr normal. Ja. Sag mir nochmal einmal deinen Namen, weil ich werde nachher sicherlich hier mit Andi mal funken. Der ist ja hier auf dem Weg nach Kiel mit der Handfunke und wir werden der Luftlinie, was weiß ich, 2, 3 Kilometer entfernt sein. Er kann sich eventuell hier auch über das Relais einloggen nachher, über das ich hier auch spreche, also über das Gateway. Dann kann ich ihm ja nochmal mitteilen, dass wir gesprochen haben, denn ihr scheint euch ja ganz gut zu kennen und tauscht euch da sehr aus. Ja, das ist wohl wahr. Ja, wenn er meinen Namen hört, dann muss er wahrscheinlich wieder schmunzeln. Aber ist nicht weiter tragisch. Ich glaube, ich habe ihm mal ein Video von dem neuen Mast
rübergeschickt, wo ich die zusammengesteckt auf dem Boden hatte und dann hat er auch gesagt, die wird total verstrahlt, aber ist ja egal. Ist ein Hobby und das leben wir aus und das macht ja auch Spaß. Der Name ist Chris, also oder Christian, das ist egal, aber nur auf Funke Chris halt einfacher und kürzer. Sagt ihm einfach nur Geld, wer ihr redet, dann weiß er Bescheid. Ja, alles klar. Den Namen Chris habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau, ist da korrekt. Das ist der kleine Dicke vom Jederrein. Fan, ich mag es aber trotzdem ab und zu mal, weil du einfach eine gewaltig große Reichweite hast. Ich weiß natürlich immer gar nicht, welche Stationen angeschlossen sind und wo meine Sprache überhaupt überall ausgesendet wird. Sind das 5 Stationen oder 50 immer? Keine Ahnung. Aber so lernt man dann auch mal, ja, ich sag mal, Funkerfreunde kennen, die man sonst natürlich nicht kennenlernen würde. Aber ich bin eigentlich auch einer, der sehr, sehr gerne von Antenne zu Antenne spricht. So, ja, ich melde mich erstmal ab. Chris, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich werde dich grüßen, Andi grüßen von dir. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier mal wieder hören. Hier ist der Adrian aus Kiel mit seinem Skip E-Hagen 2. Das war mal wieder ein nettes Pulso, auch wenn der Wolfgang mal eben gerade wieder dazwischen trappeln musste. Aber das ist ja nicht schlimm, ich höre ja alles hier. Hallo Wolfgang. Der Dicke vom Niederrhein, ja ist klar. Wo denn? Hinter der Ohren immer. Ich habe da bei Wegstärke 4 schon ein Problem. Ich habe nicht ganz Lenkrad fungiert. Naja, egal. Ja, nochmal eben nach Kiel. Hör mal, die besten Grüße rüber, die besten Zahlen, 55, Wie gesagt, da wird die Papa Golf, der Chris und Mikrofon, QTH Reis. Mikrofon nochmal eben nach Kiel. Ja, hier ist noch das Mikro jetzt wieder in Kiel. Ja, prima. Ich sag dir auch, die besten Zahlen. Es war nett mit dir zu klönen. Hoffe, wir hören uns wieder. Dann sage ich mal, bis bald. Ciao, ciao. Ich werfe das Mikro mal in die Luft jetzt. Ciao. Jo, alles klar. Bis nächstes Mal. Gerne wieder. Ciao, ciao. Jo, moin, Wolfgang. Moin Chris, ja, Adrian, ja, die besten Grüße auch von der 13 Romeo Charlie 110 am Mikrofon, das sieht auf Heimatgute als Dommitsch. 50 Kilometer östlich von Leipzig. Jo, Dommitsch, auch schon mal gehört, letzte Tage warst du mit einem Kollegen, QFV, ich glaube, das war ne, komme ich jetzt nicht auf den Namen, ist egal, aber da hatte ich euer QSO auch gehört. Auch zu dir rüber, die besten Grüße. Ich muss aber leider noch ein bisschen im Hintergrund, weil wie gerade schon erwähnt, in meinem Check ist die Heizung ausgefallen. Und ich habe hier gerade 12 Grad. Finde ich das zum Funken doch ein bisschen sehr wenig, wenn man so still auf dem Stuhl sitzt. Sagst du da, ja, dann probier mal, dass deine Heizung wieder in Gang kriegt. Ja, ich habe auch ab und zu mal so ein Problem bei dem Wind. Ja, wenn es windig ist, dann pfeift der Wind oben darin, ja, und dann geht meine Flamme aus, ja. Na gut, alles dafür, dann gibt's hier erstmal, ja, ich frage nochmal, ja, nach Kiel. Adrian, bis noch Vorpost, und morgen. Hast du sturmfreie Bude? Ja, Heinrich, moin moin, ja. Grüße rüber da nach Kiel. Das war der Heinrich gewesen wieder. Ich wollte bloß deine Mieter nicht stören bei deinem QSO, aber da kommen ja immer noch welche dazwischen. Alles klar, ja. Nee, ich hab gedacht, der Adrian ist noch hier, ja.
Mit denen habe ich mich gestern Abend schon unterhalten. Ja, er sagt mir, ihr seid ja gar nicht so weit auseinander da. Ja, irgendwie 1,5 Kilometer Luftlinie da. Ja, unterhaltet euch da auch öfter mal. Den Dieter damals für die Kieler Schrotte aus Kiel. Ich höre dich noch, ja. Was hast du denn Schönes da? Ja, wie sieht's aus wettermäßig bei euch? Also bei uns alles grau in grau, es regnet, aber kein Wind im Moment bei uns. Der Wind ist einmal weg, ja. Aber der soll wieder aufbrüchen da, so gegen Mittag rum. Momentan nur Regen. Kann das rüber zu dir? Ja. Oder du musst mal die Taste länger drücken, da. Dann höre ich die auch. Dann nur irgendwie was Kurzes, aber ohne Modulation. Oh, moin. Richtig, da. Ich wollte den Dieter da mal haben in Leipzig. Den kenne ich ja nun auch persönlich da. Und du hattest dich mit ihm unterhalten, aber da kommen immer Wege dazwischen von Zetto. Und wenn die sich unterhalten, da kommen wir nicht zwischen. Das ist immer blöde. Ach so, ja, kann sein. Ich hatte mich auch mit Chris unterhalten aus dem Niederrhein und ja, mit der Station da aus Leipzig nur ganz kurz. Keine Ahnung, mit Cello, ja, hier kann ja jeder so rein, wie er möchte. Das ist ja auch gut, dass jeder da, ich sag mal, seine Zugangspräferenzen hier nutzen kann. Tja, Heinrich, schön dich zu hören. Mach dir einen schicken Sonntag. Ich bin gerade in der Küche und mach mein Mittagsbier soweit fertig, da hört ich das da. Nein, ich wollte euch nicht unterbrechen da, aber ich finde das nicht gut oder nicht in Ordnung, auch wenn die Barke da mal, dann reden die einfach dazwischen, das ist dafür da, damit man die 3 Sekunden mal einhalten kann, damit das riesig runterschalten kann. Aber da kehren die sich gar nicht drum, das sind noch CB-Funker. Und die wollen Amateurfunker werden, aber das wird ja wohl nichts, ne? Ja, man muss natürlich da Sprechpausen einhalten, genau, damit die Relais sich dann mal runterschalten oder auch aufschalten können, alle, wenn man die Taste gedrückt hat. Ja. So, ich weiß gar nicht, Funktion der Barke und so. Ich weiß gar nicht richtig den Begriff der Barke einzuordnen. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Heinrich, kannst du mir das erklären? Was ist eine Barke? Die Barke, die spricht jede volle Stunde
und gibst ihm Bescheid, dass du da die 3,5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden einhalten sollst und kann das gelegentlich runterschalten, so wie ich dir das schon erzähle. Und ja, und dann geben sie ab und zu nochmal einen Wetterbericht durch. Und das ist die Barke mit der jungen Dame, die da immer so ein bisschen da diese volle Stunde mal anspricht. Und da will ich jetzt auch nicht weiter drüber reden. Nach halbe Stunde gibt es einen Amateurfunk, also so ein Morse-Alphabet. Und dann weißt du mir genau, halbe Stunde und volle Stunde ist die Barke. Ah ja, Heinrich, vielen Dank für deine Erklärung. Wo ist denn diese Stimme aufgezeichnet? Weißt du das? Die wird dann ja wahrscheinlich über alle Stationen, die angeschlossen sind, dann diese Mitteilung machen. Ich weiß, ich höre das immer zur vollen Stunde, zur halben Stunde, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja, interessant. Die kommt jede volle Stunde, ob einer drauf ist oder nicht, das wird jedes Mal immer durchgegeben. Richtig, alles klar. So, ich halte mich aber wieder im Hintergrund. Ich will mal weiter sehen, dass ich meinen Mittag fertig kriege. Denn meine Frikadellen, die brauchen etwas länger. Alles klar, wünsch dir was. Und Dieter, falls du zuhören solltest, schönen Sonntag und grüß mir dein Töchterlein. Natürlich klappt das wieder hinter nicht hier drüber. Alles klar, so, ich bin im AG. Rico, ihr ruft das Ruhrgebiet, ihr ruft der Jäger aus Rohof. 111, Achtung, mein Freund Peter, die 13 Alpha Echo der Uwe und ruft dich da mal. Bringt da korrekt.
ich dir da auf, ne? Genau, ja, das ist ja im Strömen am Regner nicht, war heute noch nicht mal draußen mit dem Hund. Ich hab den nur bei uns hinten in den Garten, ne, reingelassen, ja, und das tat so heute, jo. Ja, das gleiche kann ich ja das zurückgeben, ne? Hier traut man sich kaum aus dem Fenster zu gucken, ne? Weil wenn du den Kopf raussteckst, bist du schon sitzen lassen, ne? Einen wunderschönen Sonntag. Osterlieder, ne? Wünsche ich dir da auch, ne? Genau, ja. Ah ja, was soll's, ne? Man kann nicht alles haben. Hauptsache, dass die, also, zwei Leute, großen Montag, sagten wir, hier soll es ja trocken bleiben, ne? Gucken wir mal, ob das stimmt. Warten wir mal ab. Ja, wenn man die Lust und die Zeit dafür hat, dann schafft man das alles, ne? Ja. Ja, bei uns werden wohl auch die Karnevalszüge hier im Ruhrgebiet abgesagt worden sein, denn wir haben einen starken Sturm und fürchterliches Regnen, ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich keinen Spaß macht. Du kannst ja noch nicht mal einen Schirm aufmachen, da fliegst du weg, ne? So, das soll von meiner Seite gewesen sein, ne? Übrigens, ich höre dich jetzt ganz gut mit den Nebengeräuschen, da laufen noch ein Nebenkurs aus, aber das ist leider hier so auf dem Relais, ja, da kann man nichts dran ändern. Viel Spaß beim Hobby, jetzt 73 hoch, auf Wiedersehen. Wünsche ich da auch noch einen recht lassen Sonntag da, ne? Und dann noch guten Hunger da, ne? Jo, war mal wieder klasse, so einen kleinen Schnack, ne? Danke nochmal über die 13 Alpha Echo der Uwe aus Nordhausen, ne? Danke nochmal, bis denn. Tschüss. Schönen Gruß auch an deine zimmerlichen Hintergrund. Nee, alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit, nee, aus dem Ruhrgebiet. Schönen Tag zu euch. Bis dann. Tschüss und dann noch viel Spaß da, ne? Mach's gut. Ja, das wünsche ich dir auch, ne? Alles Gute und lasse das Mittagessen gut schmecken, trotz des Regens, ne? Nicht aus dem Fenster gucken, nur auf das Essen konzentrieren. Klar, ne? Und schönen Hunger am Start, ne? Bis dann. Tschüss, danke nochmal. Ja, kurz weg, hier ruft mal eine Station aus der nördlichen Oberpfalz. Wie komme ich da rüber hier? Hier ist die 13 Alpha Tango 151 beim Mikrofon, der Berthold. Die Frequenzachtung Alpha Tango 1,5 aus der Oberpfalz. Hier dann ruft die 13 Alpha Echo, der Uwe. Ja. Und unser Standort ist da Totenhausen und in der Nähe von ne? Oder der andere Ort, sag ich dir mal, ist da, ich spreche mal langsam, weil ich das so gleich mit einer Sprache habe. Der andere Ort ist da Mike, India, November, Delta,
Echo, Echo, November, November. Und zwar da die Alpha Tango 1,5 aus der Oberpfalz. Ich habe da noch leider nicht deinen Operator. Hier am Ende hast du den Over. Warte. Ja, Uwe, okay, Uwe, das ist da 100% angekommen. Ja, ich bin da, wie gesagt, am Mikrofon ist hier der Berthold, und das QTA liegt da so in der Nähe von Weiden, in der nördlichen Oberpfalz, an der tschechischen Grenze hier. Ja, Temperatur 7 Grad und Regen. Und du kommst leider etwas sehr, sehr laut hier rein, oder ich habe da meine Einstellungen noch nicht rausbekommen hier vom FRM. Das könnte auch sein, okay. Ja, wie gesagt, Locator, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist Uniform 17, Ortsverband Weiden in der Oberpfalz. Okay, Uwe, war das angekommen? Ja, pass mal auf, da ich drehe immer so einen ganz kleinen Schlag runter. So, ich habe hier so einen ganz kleinen Schlag runter geregelt da. Die Alpha Tango 1,5 aus der Oberpfalz da. Ja, ich habe hier so leichte, also Schwankungen drin. Das liegt wohl draußen am Regen. Ich spreche über eine X30. Und hab da so eine kleine schwarze Zigarren, Gibt's da Sachen eben auch früher dazu, Ja. Und ich spreche über einen Turner Plus 3. Ja. Und ich hab den Operator habe ich leider noch nicht da. Ich habe da wohl irgendetwas von Detlef oder sowas. Könnte das sein, weil das bei uns im Strom regnet da. Ja, Achtung, Alpha Tango 1,5. Dann hatte ich da alles ordentlich drauf hier auf dem Plan, Ja. Ansonsten brauchte ich nur noch gerade deinen Operator. Ja, okay. Ja, das ist da so angekommen. Jetzt ist es schon etwas besser, weil, aber was willst du da von mir wissen noch? Das habe ich da nicht verstanden, was du da meinst. Meinst du den Locator oder das QTA? Das QTA, wie gesagt, ist in Windisch-Eschenbach. Das ist da in der Nähe von Weiden, in der nördlichen Oberpfalz hier. Die Stadt heißt Windisch-Eschenbach, ja. Ja, wie gesagt, und bei uns regnet es auch und 7 Grad haben wir da plus, 7 Grad plus. Okay, Uwe, ja. Ja, das geht schon gut von deiner Seite. Ich habe da einen Kopfhörer auf und ich arbeite da mit Windows 7 und da ich weiß nicht, wie da die Einstellungen sind vom Mikrofon, aber so wie ich den Balken hier sehe, glaube ich, ist das ganz gut. Es könnte allerdings fast ein bisschen zu laut sein bei mir. Ja, okay, Uwe, ja, das ist da schon alles angekommen. Ich sag, der Locator ist da in Uniform 17, das ist der Ort von Weiden da. Vom Amateurfunkgeräte halt, okay. Kann auch sein, dass der Locator jetzt anders ist. Ich kenne da nur Uniform 17. Okay, Uwe. Ja, ich hoffe, das kommt da an, weil ich sende da über einen Hotspot. Und ich weiß nicht, wie das da so funktioniert über diesen Hotspot, weil das da eine Funkstrecke ist zu diesem Hotspot und es kann sein, dass das da irgendwie auch ein bisschen Probleme macht mit der Aussendung. Okay, Uwe, Mikrofon mal zu dir. Das ist bei uns hier, glaube ich, so ein bisschen schlechter alles geworden. Der Regen ist ja auch noch wesentlich stärker geworden. Ich habe leider immer
also noch nicht deinen Operator. Könntest du dir nochmal langsam sprechen? Langsam? Würde das klappen bei dir? Mach das nochmal. Also, ich habe noch nicht deinen Operatornamen. Ne? Gut so? Ja, okay, weiß ich, du willst den Namen. Der Name hier ist Berthold. Berthold ist hier der Name. Bravo, Echo, Romeo, Tango, Hotel, Oscar, Lima, Delta. Berthold ist hier der Name. Ja, wie gesagt, der Name ist Berthold. Ist das jetzt rübergekommen? Berthold ist das Rutscher. Berthold hatte ich da. Ja, das ist richtig. Ja, Bravo, Echo, Romeo, Tango, Hotel, Oscar, Lima, Delta, Berthold. Berthold ist hier der Name. Ja, okay, Uwe. Und dein QTA ist es in Minden, war das richtig? Wo liegt denn das? Ist das in Rheinland oder wo bist du da? Weißt du, wo das liegt? Das liegt da bei uns an den großen Wasserstraßenkreuz. Wir haben jetzt hier noch eine etwas größere Schleuse. Wir hatten ja früher so eine kleinere Schleuse, ne? Und wir haben jetzt noch eine etwas größere Schleuse da, ne? Ich weiß nicht, ob dir das da irgendetwas sagt da, ne? Unser Standort. Der liegt da in der Nähe von Hannover. Oder, ich sage immer noch die anderen kleineren Orte, die wir haben bei uns. Petershagen-Lade ist bei uns die nächsten kleineren Orte da, ne? Ich weiß nicht, ob dir das da etwas sagt, also mal auf der Karte da nochmal guckst da, ne? Genau, Berthold. Ja, okay, Hannover, ja, das ist da 100% angekommen, Hannover. Ja, wie gesagt, ja, ich habe da, CB-Funk habe ich da auch noch rumliegen, aber das ist nicht im Betrieb, weil ja das Band sowieso da tot ist. Hannover ist da angekommen, gell, also weiß ich das schon, kenne ich das schon. Okay, Uwe, sag mir mal, wie da meine Tonqualität so ist, ob man das gut versteht oder ob das da problematisch ist bei mir, weil ich da so ein externes Mikrofon hier dran habe und ich weiß ja nicht, wie sich das anhört. Ich habe es zwar mal in Papagei jetzt angehört, aber das glaube ich wird ziemlich rauschen und jetzt kommt da wieder eine Meldung, ich soll drücken hier zum Sprechen. Ich weiß nicht, was ist mit diesem Windows 7, das ist ja problematisch. Okay, Uwe, ja, Hannover, ja, das kenne ich da schon. Mikrofon mal zu dir. Was soll ich da, ne? Berthold, ja. Wie du hörst, habe ich das ja so leicht an der Sprache und ab und zu dann hakt das normal. Und das ist ja auch nicht so gerade klasse hier auf der Brücke, ne? Aber ich sage jetzt mal, Berthold, jeder hat ja seine Sache da, ne? Der eine hat dies, der andere das und so. Ne? Berthold, ich sage, Hauptsache es klappt da. Ja, hier bei uns haben wir die Temperatur hier 7 Grad heute. Ja, und Sonne ist hier leider nicht da. Ne? Der Regen, der wird immer stärker hier bei uns. Und naja, man kann da halt nichts dran drehen. Ne? Aber guck dir an, Berthold. Wir beide machen noch so einen kleinen Schnack da nach der Oberpfalz. Ne?
weiten da oben war ich auch schon mit meiner Frau mal, ne? Weiten da oben, ne? In einem Urlaub da, ne? Bei euch, ja, Bernhard, ne? Ja, Berthold, so geht's was da, ne? Jo, das Ganze nicht schlecht. Berthold, aber ich lasse da jetzt auch nochmal so ein bisschen Platz da, wenn da noch ein anderer auch noch gerne, ne? Mit dir sprechen. Also möchte da Berthold, das war mal wieder klasse, dass das so klappte. Wenn ich dich dann mal wieder höre, dann rufe ich dich da, ne? Ansonsten Berthold 55 73 roten Uhr und naja, gucken wir mal, ne Berthold? Vielleicht klappt es ja mit nochmal, ne? Erst einmal recht herzlichen Dank da und bis dann, Berthold. Und grüß da noch deinen Hintergrund, ne? Berthold, das war mal wieder. Ja, okay, Uwe, das ist dann noch angekommen. Und ich sagte auch 73, 55 rüber nach Hannover, hier aus der nördlichen Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze. 73 hier und vielleicht klappt es mal wieder auf FRN. Okay, 73 da Uwe hier aus der nördlichen Oberpfalz. Falls du mich aufnehmen kannst, via CB-Funkgeräte, den Gerd aus dem Ruhrgebiet hier. Mikrofon mal zu dir. Falls es klappen sollte, wenn ich höre dich hier gucken. Ja, der Gerd, okay, Gerd habe ich jetzt da verstanden. Ja, das geht sehr gut bei dir, weil das geht sehr gut. Zwar ziemlicher Rauschanteil dabei, aber es geht sehr gut, also ist sehr gut verständlich hier. Ja, wie gesagt, ich bin da in der nördlichen Oberpfalz hier und Wetter ist da bescheiden bei uns und 7 Grad plus haben wir da hier. Okay, ja, Gerd, ja, das geht sehr gut von deiner Seite, weil, wie gesagt, ich arbeite da über FRN, über Windows 7 und mit einem externen Mikrofon. Ich hoffe, das kann man da einigermaßen verstehen, weil so besonders ist das nicht, was ich hier habe. Aber ich eigentlich sollten da nur noch was nach. Ich wollte da eigentlich ein Gateway suchen von einem Web-SDR. Und da muss ich mal erstmal suchen, wo das jetzt gibt. Okay. Ja, Gerd, glaube ich, war der Name. Okay, Mikrofon mal zu dir. Ja, das geht sehr gut. Ich glaube, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, na prima, Berthold, dass du mich da gut verstehst. Ja, wunderbar. Ja, du guckst übrigens bei mir hier sehr gut an. Ja, allerdings mit Hintergeräuschen. Das ist natürlich über FAN und ich sende hier über den Kanal 39 über ein Bochumer Display, ja. Und das Gateway, das steht bei mir 5.9 plus, ne, und deswegen habe ich da keine Schwierigkeit, das typisch zu erreichen. Ne, klappt von deiner Seite vorzüglich, ne, gibt da nichts zu meckern. Die Nebengeräusche, das ist natürlich der Äther, der schleicht sich da überall so ein bisschen ein. Ne, aber von deinen Worten geht da nichts verloren, ne. Ja, ich habe hier ein Funkgerät, ne, das ist die 8090 von Albrecht. Und bespreche das Originalmikrofon. Nein, darf ich gar nicht sagen, Gottes Willen. Ich habe ja gerade umgestempelt hier, jetzt habe ich hier eine Jackson dran, eine 6.2 über das Originalmikrofon. Denn über die 8090, die hat ein Verstärkermikrofone, das ist da nicht so gut. Ne? Da ist die Übertragung immer schlechter. Hier über ein Gateway, ne? Als wie wenn ich da mit dem Originalmikrofon spreche. Aber du sagst, du kannst mich einigermaßen gut hören. Das reicht dann auch schon. Ne? Ja, ich höre euch das zufälligerweise und denke, da muss ich nochmal nachhorchen.
und hier auch wenigstens einen schönen Gruß darüber zu wünschen. Ja, das Wetter bei uns hier auch 7 Grad, fürchterlich am Regnen und am Stürmen. Ne? Man traut sich nicht, den Kopf aus dem Fenster zu halten. Ne? Ja. So, dann habe ich dich begrüßt. Einen wunderschönen Sonntag dir und deiner Familie. Aber ich bin da auch schon wieder gerufen worden. Ne? Mein liebes Mädchen, die sitzt da in der Küche und versuchte auch immer so handlanger von meiner Seite aus mich zu belästigen. Um Gottes Willen, darf ich ja gar nicht sagen. Bin froh, wenn das jetzt dann fertig wird. Sehr toll. Mikrofon nochmal zum Final, zu dir. Und dann wünsche ich auch da 73 und einen wunderschönen Sonntag dir und deiner Familie. Okay, Gerd, ja, das ist da angekommen, gell, sehr gut, das geht sehr gut von deiner Seite, Radio 4 bis 5, Radio 4 bis 5, also echt sehr, sehr gut zu verstehen, also ist da perfekt, okay. Ja, wie gesagt, Funkgerät habe ich da abgebaut, bei uns ist da eigentlich nichts los, gell, das ist absolut tot, man hört da nur LKW-Fahrer, hört man mal ab und zu, die da plagen. Aber ansonsten ist der CB-Funk bei uns tot und ein Gateway habe ich da gar nichts in der Nähe hier, wo man erreichen könnte, weil alles viel zu weit weg. Okay, 73, 55, schönen Sonntag noch, schönen Sonntag hier aus der nördlichen Oberpfalz und ich bin dann auch wieder im Hintergrund und Standby. Ja, bei uns hier im Ruhrgebiet, also kann ich sagen, sind fast alle Kanäle hier noch besetzt. Wir haben hier 80 Kanäle, aber die unteren, also die oberen 40 Kanäle, die sind immer voll bestückt hier. Also wir können uns hier vom Kollegen nicht beklagen. Ne? Das klappt eigentlich immer noch vorzüglich, obwohl ich hier auch nur eine unterkünftige Antenne habe. Die ist da unterm Dach, die stand da früher auf einem Schiff. Die habe ich hier auf 11 Meter angepasst, ne? Und siehe da, ich habe hier ein Schneebellenverhältnis von 1:1 und das reicht hier für diese Frequenz, mit diesem Frequenzgang immer aus, ne? So, toll. Dann auch für dir alles Liebe, alles Gute, ne? Ich habe von deiner Seite vorzüglich. Ich hoffe, man hört sich immer wieder, aber die Welt ist so klein geworden, ne? Man muss sich nur mal davor setzen, muss die Zeit dafür haben, dann geht das immer rund um den Globus fast, ne? Alles Gute, viel Spaß und schöne Grüße an deine Familie. Ja, ist da 100% angekommen, ebenfalls 73, 55, schönen Sonntag, wie gesagt, das klappt hervorragend von deiner Seite. Servus 73 hier aus der nördlichen Oberpfalz. Ja, die Wünsche und die Grüße gehen da 100%ig zurück in die schöne Oberpfalz, ne? Ja, ja, ich bin halt hier in Stadtmitte, kann man so sagen, in Bochum, ja, aber wir können uns auch nicht beklagen. Ich bin so ein bisschen außerhalb, ne? Und habe überall Bäume rundherum und da kann man sich auch noch wohlfühlen, ne? So, das soll es gewesen sein. Alles Liebe, alles Gute.